Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Natürlich ist es wieder Zeit, nach 9 Tagen oder 10 Tagen eine Sendung zu machen. Ich hatte viele Dinge leider auf der Platte, die ich tun musste. Deshalb nach dem Rückreiseritt aus Los Angeles war es, ja, ich sag mal, turbulent. Aber heute habe ich die Zeit gefunden, euch wieder eine frisch gepresste Sendung zu machen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Und zwar einmal Delta mit Rekordgewinn, das Ergebnis und vor allem, was auch sehr geil ist, 2026 soll besser werden. Gehen wir danach darauf ein. Vorerst auch kein Streik bei Lufthansa, zumindest spricht man mit den Piloten weiter. Turnaround, Lufthansa spart massiv am Boden und massiv an der Kurzstrecke. Winter 2025, 2026, Swiss plant diesmal mit einem Sicherheitspuffer, so heißt der Fachbegriff. Und Cyberangriff, Qantas, Daten von 5,7 Millionen Kunden sind veröffentlicht worden und da gibt es ein echtes Thema. Wir haben aber von Advantage einen Vorteil von American Advantage, wer nicht weiß, wer es ist, American Airlines. Die haben eine Promotion, ein Award-Special mit Meilen nach Fidschi. Ich überlege gerade, ob ich auch bei American Airlines aufgrund meiner Hyatt-Mitgliedschaft verstärkt sammeln soll. Und es gibt auch Möglichkeiten mit amerikanischen Kreditkarten. Ich belaste euch mit dem Thema nicht. Lasst uns direkt anfangen. Nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt, kommentiert habt und dann Vollgas und Attacke in die Sendung. Kommt aufs Cool. Das erste Thema ist die Delta. Die haben starke Nachfrage bis 2026. Die Aktie hebt ab. Delta profitiert von der Rückkehr der Geschäftsreisen und die Nachfrage nach Premium-Sitzen. Operativer Umsatz im Q3 war 16,7 Milliarden US-Dollar, das muss man auf der Zunge zergehen lassen, plus 6%. Vorsteuergewinn 1,8 Millionen, im Vorjahr war es 1,6 Milliarden. Den Preis übrigens in Euro, diesmal nicht wie in US-Dollar. Gewinn pro Aktie sind 10% hoch, ist also 2,18 US-Dollar. Gesamtprognose 6 US-Dollar Gewinn pro Aktie, oberes Ende der bisherigen Spanne. Und warum ist das Ganze wichtig? Weil man damit sieht, wie die Leute in die Aviation schauen. Und plus 8% im Vergleich zum Vorjahr bei den Business-Travel-Umsätzen sind eine klare Sprache, weil natürlich die Businessreisen diejenigen waren, die wir vermisst haben im Flugzeug. Weil es hieß ja immer, dass Leisure das ist im Premium-Segment, was der Driver ist. Und 90% der Unternehmen erwarten steigende oder stabile Reisetätigkeit bis 2026. Keine Auswirkungen des US-Government-Shutdowns auf den Flugbetrieb. Wir sehen ja bei der Lufthansa, dass dort eine Promotion stattfindet für alle, die nach Nordamerika fliegen, bis zum 31.12. Da könnt ihr Punkte sammeln und mehr bekommen. Und ein Zitat ist auch folgendes: Delta sieht sich gut aufgestellt, um im kommenden Jahr Umsatzwachstum, Margenauswertung und Gewinnsteigerung zu erzielen. 90% der Unternehmen gehen davon aus, dass das Reiseeinkommen steigen wird oder stabil bleibt. Also das sind positive Auswirkungen und deshalb natürlich auch die Frage, wird sich die starke Nachfrage nach Premium-Geschäftsreisen auch nach 2026 halten oder erleben wir hier nur einen kurzfristigen Boom? Heißt das, ist das etwas Langfristiges? Weil die Lufthansa ja quasi sagt, nee, USA-Geschäft ist ein Problem. China kriegt ja irgendwie 100% Zölle, wobei sie schon 30% haben. Also alles sehr merkwürdig, da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Bei einem Thema, wo ihr was zu sagt, und ich weiß eigentlich schon, was ihr zu sagt, ist das Thema Streik bei Lufthansa und die Piloten. Die Streikgefahr ist halt vorerst gebannt, weil die Lufthansa und die Piloten wieder miteinander sprechen. Es gibt konstruktive Gespräche, es sind Sondierungstermine vereinbart worden. Und die Lufthansa will auch einen Weg aus dem Streik finden. Es geht um höhere Arbeitgeberbeträge zu den Betriebsrenten, ca. 4.800 Piloten und Pilotinnen und Piloten. Und bereits 7 Verhandlungsrunden sind ja ohne Ergebnis abgelaufen. Der letzte Pilotenstreik, wann war er? Ich sage es euch, 2022, das war ein Tag. Also schon länger her, eigentlich gefühlt war es gestern. Ne? Also ich hätte, wenn ich jetzt gesagt habe, Streik, hätte ich gedacht bei Lufthansa, das ist so. Ja, wichtig ist auch hier, dass man halt wirklich dort von der VC halt die Mitteilung gekriegt, also von der Vereinigung Cockpit der Pilotengewerkschaft, dass man bei dem Streik nicht
während der Sondierungsphase als Mittel nimmt. Und natürlich die Lufthansa möchte dort einen Weg finden. Die Frage ist natürlich, sollte die Lufthansa Piloten nachgeben und sagen, ja, okay, oder ist das Risiko eines Arbeitskampfes Teil des Spiels? Und dann muss man mal gucken, ob man hier wieder Geld verliert. Weil wir erinnern uns ja auch, wie viel Geld verloren worden ist bei Streiks. Also das ist kein Pappenstiel. Was auch kein Pappenstiel ist, ist Turnaround. Turnaround beim nächsten Thema ist das Programm, bei dem Lufthansa die Kosten am Boden stark senken will. Lufthansa prüft neue Modelle für die Verkehrsdienste in Frankfurt und in München. Heißt also, man macht Outsourcing. Zuerst hieß es ja, man macht wieder Inhouse, jetzt macht man wieder Outsourcing. Verlust im ersten Halbjahr 2025 307 Millionen, davon 274 Millionen bei der Lufthansa Classic, also der Kern am Marke. Ziel ist es ja, dass man 2,5 Milliarden Euro Ergebnisbeitrag bis 2028 durch Sparmaßnahmen und Umsatzsteigerung reinholen will. Fokus ist auf die Langstrecke. Kurzstrecken sollen bis 2030 zu 50% von Discover und City Airlines betrieben werden. Bis 2030 ist auch so, dass das Gepäck zu 50% über den Self-Drop gemacht werden soll. Heißt also weniger Premium-Gefühl beim Fliegen. Was auch eine interessante Zahl ist, ist, dass das Boardingpersonal nur noch ein Agent bei Cont, 2 bei Intercont ist. Das ist also die Halbierung des Personaleinsatzes. Und damit sind dann auch noch zusätzlich 4.000 Stellen, die in der Verwaltung eingespart werden sollen. Also das heißt, Jens Ritter lässt sich zitieren wie folgt: Die Zahlen zeigen eindeutig, dass wir gegensteuern müssen. Und Stefan Kreuzpainter, auch von Hansens, bis 2030 werden wir 50% der Kurzstreckenflotte bei effizienteren Flugbetrieben haben. Also auch hier Änderungen. Wo wir immer ein Problem haben, ist im Winter, dann rauscht es ja in Deutschland mit dem Schnee und der Zuverlässigkeit runter, weil Schnee kommt ja immer unerwartet. Weihnachten ist auch unerwartet. Dieses Jahr liegt Weihnachten ja auch relativ schlecht, ist ja auch 7 Tage vor Neujahr. Hätte man besser planen können, aber ernsthaft. Im Sommer 2025 1400 Flüge sind ja bei der Swiss gestrichen worden wegen Pilotenmangel. Dann ist es so, dass die Winterplanung natürlich jetzt eine stabilere Planung haben möchte durch Sicherheitsreserven bei Crews und Flotte. Neue Dienstregeln erhöhen auch den Pilotenbedarf um 70 Piloten. Gezielter Einsatz von Wetlease-Partnern, die man nutzen möchte, um diese Engpässe besser zu meistern. Wir haben ausreichend Reserven eingeplant, um mögliche Engpässe abzufedern, so sagte das die Swiss-Sprecherin. Und über den Winter erwarten wir einen stabilen und verlässlichen Flugbetreiber. Ist das etwas, was wir toll finden, oder ist das etwas, wo wir sagen, ist nicht so toll? Wird Swiss langfristig von den strukturellen Problemen lernen oder sind Flugstreichungen auch künftig ein wiederkehrendes Thema? Da könnt ihr was zu sagen. Hatte ich irgendwie Frage vergessen zum Thema Gepäck und so, ne? Da ist noch die Frage, ist es so, dass die Automatisierung und Personalreduktion einen Serviceverlust für Passagiere oder ist sie notwendig für die Wettbewerbsfähigkeit? Also insofern da auch nochmal gucken, ob ihr Verständnis habt oder nicht. Und jetzt wieder zum normalen Thema, das ist Thema Nummer 5. Und warum ist es nochmal? Ja, Cyberangriffe in der Flugwelt bei den Programmen ist anscheinend normal. British Airways und wie sie alle heißen, die haben da Probleme. Das war, glaube ich, Starwood hatte das auch, Marriott hat es. Heißt also Hackerangriff im Juli, davon sind 5,7 Millionen Kundendaten veröffentlicht worden. Name, E-Mail, Telefonnummer, Geburtstag, Vielfliegernummer, Adresse, teilweise Geschlecht und Essenspräferenz. Gut, bei mir ist Essenspräferenz langweilig. Ich habe halt keine. Und keine Kreditkarten oder Passdaten sind kompromittiert worden. Qantas hat also die Lösegeldzahlung verweigert und damit sind die Daten jetzt offen im Interweb. Die 40 Unternehmen waren Ziel, also nicht die, sondern 40 Unternehmen waren Ziel des Angriffs. Qantas arbeitet mit den Behörden und Cybersicherheitszentren zusammen und es wird auch eine Class-Action-Klage vorbereitet, damit man natürlich bei solchen Sachen den Firmen auf die Finger haut und sagt, nicht machen. Wichtig ist halt, dass die Scammer diese Daten für gezielte Phishing-Angriffe nutzen. Wenn die Strafen höher wären, würden wir auch bessere Sicherheitsmaßnahmen natürlich sehen. Bei Fluggesellschaften oder andere Firmen, die einfach sagen, hier mit Sicherheit, okay, ist zwar alles doof, aber am Ende des Tages kostet uns das mehr Geld, wenn wir was tun, als wenn wir nichts tun. Und deshalb ist auch die Frage, ist es so, haben Airlines und Reiseunternehmen heute zu lasche Sicherheitsstandards und werden härtere Strafen wirklich zu besserem Datenschutz führen? Interessant ist auch Zwei-Faktor-Autorisierung bei vielen nicht der Fall. Ich verfluche es manchmal, aber auf der anderen Seite ist es schon ein Sicherheitsding, dass man mit der Zwei-Faktor-Autorisierung, Authenticator von Google und so weiter, wie sie heißen, schon wesentlich mehr Sicherheit hat.
Und am Ende haben wir noch ein cooles Thema, und zwar ein Flug mit American Airlines, Award Special mit Meilen nach Fidschi von Januar bis Mai 2026. Promotion ist vom 20. Januar bis zum 31. Mai, Buchung bis zum 15. Oktober. Das ist ja bald. 35.000 Meilen One-Way in der Economy. Wer Business fliegt, braucht 70.000 Meilen One-Way. Direktflüge sind von Dallas, von Los Angeles, aber auch von San Francisco nach Nadi, das ist Fidschi, geplant. Fidschi kann auch als Transitdrehkreuz für den Pazifik genutzt werden, nur so als Hinweis. Eine lohnenswerte Destination, aber ideales Sprungbrett zu weiteren Zielen im Pazifik. Würdet ihr die Meilen für ein derartiges Ziel wie Fidschi einsetzen? Fidschi ist ja schon ein relativ geiles Ziel, oder halt nicht. Oder sie für Business-Class-Upgrades auf Alltagsrouten eher nutzen. Also ich werde wahrscheinlich zu American Airlines auch konvertieren, ein bisschen Meilen in der Kombination mit der US-Kreditkarte, weil da der Status wesentlich einfacher zu erreichen ist. Ja, ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Denkt da natürlich dran, die Fragen des Tages zu beantworten. Eine Frage des Tages, die ich wichtig finde, ist halt das mit dem Gepäck. Sagt ihr das mit dem Serviceabbau gut oder doof findet, dass man dann am Automaten das macht oder nicht? Da wäre ich mal gespannt, was eure Meinung ist. Und natürlich auch mit der Automatisierung, wirklich, ob das der goldene Weg ist. Und die letzte Frage ist natürlich, ob die Fluggesellschaften mehr für ihre Datensicherheit tun müssen. Und die Frage ist dann natürlich, haben Airlines und Reiseunternehmen zu lasche Sicherheitsstandards und würden höhere Strafen oder härtere Strafen wirklich zu besserem Datenschutz führen? Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazu lassen. Und ich freue mich auf eure Kommentare und auf euch in School. Bis dann. Ciao.